Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Da ich von euch immer wieder Fragen zu meinem Zimtsterne-Rezept erhalte, habe ich für euch hier nochmal alle Tipps und Tricks zusammengestellt, mit denen ihr ganz einfach saftige und weiche Zimtsterne backen könnt, bei denen die Glasur wunderschön weiß bleibt. Viel Spaß beim Zuschauen! Für den Zimtsternteig male ich zuerst 460 Gramm Mandeln in der Küchenmaschine fein. Du kannst natürlich auch fertig gemahlene Mandeln nehmen, aber frisch gemahlen schmecken sie noch etwas besser. Je nach Vorliebe kannst du auch einen Teil der Mandeln durch Haselnüsse ersetzen. Die gemahlenen Mandeln gebe ich nun in eine große Schüssel und füge noch 2 Teelöffel Vanillezucker, 1 Teelöffel Zimt, den Abrieb von einer Zitrone und den Abrieb von einer halben Orange hinzu. Die Zutaten vermische ich gründlich miteinander und stelle die Schüssel kurz zur Seite. Als nächstes trenne ich 2 mittelgroße Eier. Die Eigelbe gebe ich einzeln in kleine Schälchen und bewahre sie im Kühlschrank auf. Die benutze ich später zum Beispiel für Vanillekipferl oder Spitzbuben. Das Eiweiß gebe ich in eine große Schüssel und schlage es mit einer Prise Salz steif. Zu dem Eischnee gebe ich nun 240 Gramm Puderzucker hinzu und rühre es kurz unter. Zu dem Eischnee gebe ich hier 2 Tropfen Bittermandelöl. Du kannst aber auch nach Geschmack einen Esslöffel Orangensaft, Amaretto, Kirschwasser oder Rum zufügen. Zum Schluss kommt noch die vorbereitete Mandelmischung hinein und dann mische ich die Zutaten mit einem Holzlöffel gründlich durch. Der Teig sollte in etwa die Konsistenz von Marzipanrohmasse haben und kaum noch am Finger kleben. Den fertigen Teig wickle ich nun in Frischhaltefolie ein und lasse ihn mindestens eine Stunde, besser ist sogar noch über Nacht im Kühlschrank ruhen. Dann können die Aromen gut durchziehen und der Teig lässt sich besser verarbeiten. Für die Glasur trenne ich nochmal 2 mittelgroße Eier. Die Eigelbe stelle ich wieder gut verpackt in den Kühlschrank. Das Eiweiß für die Glasur schlage ich mit einer Prise Salz richtig steif. Dann gebe ich den Puderzucker hinzu und rühre die Zutaten etwa 1 Minute durch. Wenn die Mischung länger gerührt wird, wird die Glasur später glatter, aber matt. Wenn sie kurz verrührt wird, wird sie etwas rauer, bekommt aber einen feinen Schimmer. Damit die Glasur nicht trocknet, fülle ich sie nun in eine kleine Schüssel, decke sie mit Frischhaltefolie ab und bewahre sie im Kühlschrank auf. Da ich den Teig vor dem Ausstechen etwas anfrieren will, werde ich ihn auf einem Schneidebrett ausrollen, das gut ins Gefrierfach passt. Das Brett feuchte ich mit einem Tuch leicht an und klebe quasi ein Stück Frischhaltefolie darauf fest. Auf die Folie lege ich den Teig, den ich vorsichtshalber von beiden Seiten mit etwas Puderzucker bestreue, damit er nicht an der Folie kleben bleibt. Den Teig decke ich nun mit einer zweiten Lage Frischhaltefolie ab,
Und auf die Frischhaltefolie kommen jetzt noch an beide Seiten des Teiges Holzlatten von 1 cm Dicke. So wird der Teig gleichmäßig dick ausgerollt und die Plätzchen später alle zeitgleich gar. Nach dem Ausrollen des Teiges entferne ich die obere Folie und lege sie kurz zur Seite, denn die werde ich gleich nochmal benutzen. Nun hole ich die Glasur aus dem Kühlschrank, rühre sie nochmal kurz durch und gebe etwa 1/3 davon auf den ausgerollten Teig. Dann verstreiche ich die Glasur mit einem Spatel, du kannst hierfür auch ein Messer benutzen, etwa 2 mm dick gleichmäßig über die gesamte Fläche und glätte die Oberfläche. Wenn du möchtest, kannst du die Sterne jetzt schon ausstechen. Viel einfacher lassen sie sich aber ausstechen, wenn du den glasierten Teig mit der Unterlage für 20 bis 30 Minuten ins Gefrierfach legst. Bevor du mit dem Ausstechen beginnst, solltest du unbedingt ein Glas mit heißem Wasser zum Eintunken des Ausstechers bereitstellen. Zum Ausstechen nehme ich heute anders als in meinem früheren Video einen sogenannten Zimtsternausstecher. Den Ausstecher tauche ich erst in das heiße Wasser, klopfe das überschüssige Wasser auf einem Tuch ab und steche jetzt zügig die Sterne aus, bevor die Glasur auftaut. Achte hier auch darauf, den Ausstecher vor jedem Ausstechen ins Wasser zu tunken, weil die Glasur sehr klebrig ist. Lass aber nicht zu viel Wasser am Ausstecher, denn sonst läuft die Glasur über den Rand der Sterne. Je dichter du die Sterne hier ausstichst, desto weniger musst du die Reste zusammenkneten und neu ausrollen. Da immer mal Teigreste oder Mandelstücke am Ausstecher kleben bleiben, solltest du den Ausstecher zwischendurch entweder spülen oder mit einem kleinen Pinsel reinigen. Wenn alle Sterne ausgestochen sind, nehme ich die Glasur, die auf den Teigresten klebt, mit einem Spatel so weit wie möglich runter. Dadurch brauche ich beim Zusammenkneten weniger Mandeln, als wenn ich die Glasur drauf lassen würde. Die Teigreste lasse ich jetzt ganz einfach vom Schneidebrett in eine Schüssel gleiten. Dann gebe ich noch ein Viertel Teelöffel Zimt und 2 Esslöffel gemahlene Mandeln hinzu und mische die Zutaten mit einem Holzlöffel gut durch, sodass ein kaum noch klebender Teig entsteht. Den Teig rolle ich wieder zwischen Frischhaltefolie aus, bestreiche ihn mit Glasur und friere die Teigplatte vor dem Ausstechen an. Und jetzt zeige ich dir noch, wie du die Zimtsterne auch ohne Zimtsternausstecher ausstechen kannst. Dafür brauchst du 2 sternförmige Ausstecher, die gut ineinander passen. Du nimmst den größeren Ausstecher, befeuchtest ihn mit Wasser und stichst einen Stern aus. Diese Sterne sehen am schönsten aus, wenn der Teig und die Glasur richtig gefroren sind. Allerdings ist das Ausstechen etwas anstrengend. Zum Herausholen des Sterns setzt du den Ausstecher auf den kleinen Ausstecher und drückst den Teig vorsichtig aus der Form. Bevor die Zimtsterne gebacken werden, sollte die Glasur bei Zimmertemperatur etwa 2 bis 3 Stunden trocknen, bis sie eine Haut gebildet hat. Wenn man sie sofort backt, kann sie beim Backen aufreißen. Wenn die Glasur getrocknet ist, schiebe ich das Backblech auf die unterste Schiene des Backofens und heize ihn auf 200 Grad Unterhitze vor. Das Backblech sollte nach Erreichen der vollen Temperatur noch 30 Minuten im Ofen bleiben und richtig heiß werden. So bekommen die Zimtsterne sofort viel Hitze von unten. Auf das heiße Backblech ziehe ich jetzt das Backpapier mit den Zimtsternen. Die Plätzchen, die dabei umgefallen sind, richte ich zügig auf, damit das Blech schnell zurück in den Ofen kann. Das Blech mit den Zimtsternen kommt jetzt wieder auf die unterste Schiene. Nach 5 bis 6 Minuten Backzeit sind die Zimtsterne auch schon fertig.
Wer möchte, kann den Ofen dann ausschalten und das Blech noch 1 bis 2 Minuten bei geöffneter Tür im Ofen lassen. Und so sehen die fertigen Zimtsterne aus. Wenn sie auf der Unterseite eine gleichmäßige Färbung aufweisen, sind sie durchgebacken. Jetzt zeige ich dir noch die Konsistenz der Zimtsterne nach dem Abkühlen. Außenrum sind sie schön knusprig und im Innern noch weich und saftig. Zum Schluss zeige ich dir noch eine Idee, wie du die Zimtsterne zum Verschenken an Familie, Freunde und Nachbarn verpacken kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken, Naschen und Verschenken. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!